Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Werkstattgeschichten. Heute möchte ich den Kabelkanal, der hier unten hin soll, montieren. Und zwar hat es den Grund, bevor ich hier mit dem Plattenwagen loslege, möchte ich gerne die Hobelmaschine an den Platz stellen, wo sie später stationär stehen soll. Dazu müssen natürlich die Kabel und die Steckdosen da sein, wo sie sein müssen. Also montieren wir jetzt heute den Kabelkanal und ihr habt das Pech, mir dabei zugucken zu müssen. Und zwar kommt jetzt der Kabelkanal hier unter diesen Vorsatzschrank. Der große Vorteil von diesen Bohrenbetonsteinen ist natürlich, dass man kein schweres Gerät für Löcher bohren oder für Kabelschlitze braucht. Der Nachteil ist allerdings, wenn man da irgendwas montieren will, braucht es Spezialdübel. Ich benutze zum Befestigen von dem Kabelkanal jetzt diese Bohrenbetondübel. Die werden einfach mit einem 10er Bohrer vorgebohrt und wie eine Schraube in den Stein reingebohrt. Zum Befestigen vom Kabelkanal nehme ich diese 6x60er Tellerkopfschraube. Da habe ich den Vorteil, durch diesen großen Kopf brauche ich keine Unterlegscheiben, um den Kabelkanal vernünftig montieren zu können. Hier für das erste Stück vom Kabelkanal habe ich die Dübel schon mal in die Wand geschraubt und auch mal geguckt, wie das vom Kabelkanal her hält, damit ich euch hier keinen Blödsinn erzähle. Dann würde ich sagen, schrauben wir den Kabelkanal einfach mal wieder dran. Um diese Steckdosen, die hier unten sind, später separat mit einer Sicherung schalten zu können, habe ich hier eine Dose sitzen in der Wand. Und damit ich an die Dose drankomme später, kommt jetzt hier in den Kabelkanal ein Loch rein, damit ich an die Dose später rankomme. Dazu nehme ich einfach einen Dosenbohrer und bohre mal hier in den Kabelkanal ein Loch. Angezeichnet habe ich mir den Punkt jetzt schon. Na toll. Und damit die Dübel besser durch den Putz durchgehen, tue ich sie einfach mit einem alten 20er Bohrer ein bisschen ankörnen. Also die Bohrlöcher. So, dann schneiden wir da hinten das Stückchen noch ab und dann geht es noch einmal außen rum.
Und der schnellste Weg, den Kabelkanal jetzt zu schneiden, ist drüben an der Bandsäge. So, jetzt machen wir hier noch ein kleines Stückchen dran. Einmal von der Seite hier rüber. Jetzt haben wir hier diese Schräge und von diesem Punkt aus schneide ich das jetzt hier von dem Punkt aus schneide ich das jetzt hier runter 45 Grad. Weiter geht's jetzt dann mit dem Kabelkanal, der hier hochkommt und dann einmal komplett bis rüber an die Wand geht. Meter 10. Merkt mal mit. Und, wisst ihr das Maß noch? 1,10 Meter. So, jetzt brauchen wir noch ein Stück von 2,13 Meter. Nichts mehr da von 2,13 Meter, also stückeln. So, damit ich natürlich an den Kabelschacht drankomme im Kabelkanal, wird jetzt die Rückseite rausgeknüpft. Kabelkanal ist jetzt fertig montiert. Als nächstes kann ich jetzt hergehen, die Stromleitungen in den Kabelkanal legen. Des Weiteren werde ich auch jetzt einige von diesen Montagedosen für die Steckdosen in den Kabelkanal reinbauen, damit ich zum einen die Lichtstromsteckdosen anschließen kann und zum anderen die benötigten Kraftstromsteckdosen. Aber für dieses Video soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Wenn du wissen möchtest, wie es hier bei mir weitergeht mit dem Umbau oder mit dem Bau vom Plattenwagen, am besten gleich unten abonnieren,
die Glocke nicht vergessen, denn so kriegst du immer mit, wenn es von mir ein neues Video gibt. Und jetzt wünsche ich euch noch eine gute Zeit und wenn ihr mögt, sehen wir uns in einem nächsten Video von mir wieder. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Kai.